Musotalk wird präsentiert von der Musikmesse und ProLight und Sound. Auch in diesem Jahr sind wir vom 10. bis 14. April wieder für euch unterwegs und berichten von den Fachmessen für Musikinstrumente, Audio-Equipment, Veranstaltungs- und Medientechnik. Wir sehen uns in Frankfurt. Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musiktalk Messereport von der Frankfurter Musikmesse 2018. Jetzt bin ich bei Valkyrie, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, beim Manuel. So you brought a synthesizer to Messe. What is special about it? Okay, so I brought Valkyrie here to Messe to launch it for the first time. What's different about Valkyrie is just the raw power of it. You know, it's based on an FPGA, as people have correctly observed online. So it builds on the traditional model of virtual analog synthesis, but I guess the difference is just the raw power of it. You've got 10 oscillators per voice, oversampled at 32 times. You've got 4,096 wavetable options. So it really takes all the things people are familiar with traditional VA synthesis and just takes it to the next level. Okay, let me just translate it. Also, was er sagt, ist das Besondere an dem Synthesizer ist, es ist ein digitaler Synthesizer und was er sagt, ist einfach die Power, die er hat. Er hat, kann man hier auch sehen, 4 Stereo-Voice-Ausgänge mit 96 Kilohertz, 32 Bit-Outputs, 10 Oszillatoren pro Stimme. I'm not a young guy, so I've used a lot of synthesizers in my time. I guess the biggest influence would be the Roland synthesizers, the classic, the Jupiters, the Junos. You know, that's where I started out in my journey with synthesizers, up to the more modern ones. But if I had to name a particular synthesizer, it would have been something like the Jupiter 6. Okay. Ich habe ihn gefragt, was denn so sein Vorbild bei dem Valkyrie war, und er sagt, ja, hauptsächlich so die guten alten Roland-Synthesizer. Er scheint ein Jupiter-Fan zu sein. And the sounds, are they very close? Are they more the traditional sound or also like digital flavors? Well, a combination of the two, really. You know, I know a lot of the demos that I put on SoundCloud are very trance-oriented, but make no mistake, this is not a trance box. It's capable of a lot of different sounds. Because of those huge wavetables, it can do classical, it can do orchestral, as well as electronic, trance, all the genres. It covers a lot of those genres very comprehensively. Also ich glaube, dieser Jupiter, das ist mehr oder so ein Vorbild aus seiner Jugend, denn das Teil macht auch viele digitale Sounds, typische digitale Effekte. Hier sehe ich zum Beispiel einen Sound auf dem Display schon, der nennt sich Chiptune by Chance. Und da frage ich ihn jetzt, glaube ich, einfach mal, wie die Tonerzeugung denn ist. So you have 10 oscillators per voice. And how many voices? 128. Always. So irrespective of how many effects you use, how many filters, what setup, you always get 128. Unless you put the dual mode on, in which case it uses 2 voices. Then you get 20 oscillators per voice. Also das Ding hat tatsächlich 10 Oszillatoren pro Stimme und ist trotzdem 10-fach polyphon, 100-fach, 100 voices? 128 voices. 128 Stimmen mit jeweils 10 Oszillatoren. Und dann gibt es auch noch einen speziellen Mode, hat er gerade erzählt, wo man die Sachen stacken kann. Dann hat man 20 Oszillatoren pro Stimme. And it's multi-timbral? 8-part multi-timbral. All parts have their own dedicated effects, so they're completely independent. Okay, I think it's now time that we hear something of the synth. So I'll try and play some, you know, there are other videos online. I'm going to try and play some different sounds rather than playing the same ones over again. See what you think. Yeah.
Also ich habe ihn gefragt, wie die digitalen Effekte sind. Das sind eigentlich so die ganzen Klassiker dabei, bis sogar Flanger, Reverb, Delay, das volle Programm. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Outputs. Manuel hat uns jetzt mal hier die hintere Seite gezeigt. Und Kopfhörerausgang. 4 Stereo-Einzelausgänge. Gute alte MIDI-Kombo da hinten. Okay, und das ist ganz wichtig, hier am USB kann man nicht nur ein Keyboard anschließen oder einen Computer anschließen, sondern dann funktioniert das Ganze auch wie ein Audio-Interface. Das heißt, da kommen die 4 Stereo-Parts, die man haben kann, mit voller Auflösung, 96 Kilohertz, 32 Bit, an den Computer. Great. Thank you very much. How much will it be? Well, that's a $64 million question, isn't it? I'm talking to the distributors today to get the exact pricing, but it's going to be well under €2,000. So let's be clear, under €2,000 retail. Also es wird auf jeden Fall, hat er gesagt, unter 2.000 Euro kosten. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wann das Ding endlich rauskommt. When will it be available? As soon as the distributors buy them. These are ready to go. It's feature complete. I've got a few cosmetic adjustments I'm going to do following feedback people have been giving me, like the colours and the layout. But it's feature complete. It's ready for the big time. Great. Thank you very much.